Hallo René hier. Heute habe ich ein Sonderangebot für Sie. In weniger als 10 Minuten 3 tolle Musikstücke und außerdem Themen wie der Fluch des Patriarchats, Queen Mary, die Rolle der Frau in der Weltgeschichte, Hildegard von Bingen und ihre Arbeit am Synthesizer, Kopfsingen als extreme Kunstform, die aufwühlende Power afrikanischer Stammesmusik und die seltene Kunst melodischer Perkussion. Gehen wir sofort in medias res. Francine 13, Queen Mary. Die Texanerin Francine 13 sang von klein auf in einem Gospelchor, sagte sich aber wegen der patriarchalischen Prägung dieser Religion radikal vom christlichen Kontext los und gründete einen Privatmystizismus, in welchem sie von 4 Queen Mary Ausprägungen singt, aber wieder taucht hartnäckig eine dominierende männliche Figur auf, der König nämlich, so dass sich Francines Ikone Mary nicht voll entfalten kann. Das zeigen Formulierungen im Lied wie „Was ist deine Krone denn wert? Du lebst dein Leben, wie er, also der König, es will. Du darfst hohe Würde heucheln auf deinem Thron aus Stein, aber nie darfst du dein wahres Gesicht zeigen. Lang lebe die Königin, aber ihr Leben gehört nicht ihr selbst." Oh, das klingt ja geradezu religionskritisch und soziologisch-philosophisch tiefgründig, aber wenn ich ihr die Bilder so ansehe, bin ich gar nicht mehr so sicher, ob das Ganze nicht nur eine Manier und raffiniertes Showbiz der Sängerin ist, die sich gerne als geheimnisvolle Schamanin präsentiert. Lassen wir es dahingestellt und wenden uns der Musik zu. Das Stück erinnert erst einmal an die Stereo-Kinderzeiten, wo man sich über Ping-Pong-Stereo freute. Aber hier hat die Spielerei Sinn, das feine elektronische Perkussionsgeräusch, welches das ganze Lied über in einer Höhe von 1,50 Meter zwischen den Lautsprechern hin und her huscht, legt die Basis für alle anderen Effekte. Zum Beispiel das Geräusch, als würde jemand in definierten Abständen einen riesigen Eimer Wasser über die Bühne kippen. Und vor allem das gewaltige elektronische Wabern, das mit wirklich bedrohlicher Wucht überfallartig den Raum zwischen den Lautsprechern überflutet und dann, wie mit dem Rasiermesser abgeschnitten, wieder der Sängerin Platz macht. Das ist nicht die Art Synthesizer-Dauerkrach, die mir meistens den Hörspaß verdirbt, sondern ein sparsamer, aber effektiver Einsatz wirkungsvoller Soundgags. Genauso wie die düstere Bassmelodie links, die sich nur in bestimmten Abständen wiederholt und die Stimme Francines noch höher und durchdringender wirken lässt. Ist das Zufall oder kennt sie die unglaublich hohen weiblichen Sakralsingstimmen des Mittelalters und hat sich inspirieren lassen, oder tue ich ihr auch in dieser Hinsicht wieder zu viel Ehre an? Die Spekulation umzudrehen wäre übrigens auch interessant. Man darf gar nicht daran denken, welch furchtbare kulturelle Verluste die abendländische Musikgeschichte dadurch erlitten hat, dass Hildegard von Bingen mit christlicher Standhaftigkeit ihren Synthesizer nicht benutzte. Unvorstellbar, was sie uns sonst womöglich geliefert hätte. Wie auch immer, Francines Stimme wirkt eindringlich, beschwörend, wie eine okkulte Anrufung imaginärer Gottheiten, so viel steht fest. Und vom klangtechnischen Standpunkt her steht fest, dass dieses Lied ein ganz hervorragendes Anlagenteststück ist. Ich habe es auf Tidal in meinen Pioniertagen gefunden, als ich noch mit dem Blue Sound Note 2 herumprobierte und einfach mal Material sammelte. Ich war zwar spontan begeistert, habe aber dann bezeichnenderweise Queen Mary nie wieder gehört. Es war mir zu digital und grell und dünn. Jetzt mit dem T8
und nach allen Upgrades bemerkte ich, welch gewaltiges Potenzial dieser Track hat und würde ihn liebend gerne mal über eine große Avantgarde oder Rosso Fiorentino, Florencia oder etwas Ähnliches hören. Aber auf jeder guten Anlage ist es allemal eine beeindruckende psychedelische Ohr- und Seelenmassage, wenn man den Lautstärkeregler weit genug nach rechts dreht. Seit Wochen verfolgen mich Melodien aus Trappe la Vérité. Die Hörprobe stammt aus dieser Coverversion, auf die ich gleich zurückkommen werde. Das Original aber wurde von der Gruppe Yemen Blues eingespielt. Der Name ist etwas irreführend. Denken Sie nicht, das sei eine 3- oder 4-Mann-Bluesband. Yemen Blues ist vielmehr ein stattliches Ensemble. Gegründet wurde die Band 2010 von dem in Israel geborenen Ravi Kahlani, dessen Eltern aus Jemen stammen. Diese Wurzeln dürften den afrikanisch-jüdischen Stilmix der Musiker wohl hinreichend erklären. Auch sprachlich wird gemischt, nämlich Hebräisch, Arabisch und Französisch, ganz ähnlich dem Haiti-Kreol. Ravid singt den Titel mit einer sehr variantenreichen Kopfstimme in einer unglaublichen Bandbreite von aparten Klängen, und das alleine ist schon ein packendes Erlebnis. Wie Sie hier sehen, ist er übrigens durchaus nicht der einzige Popsänger, der diese Technik perfekt beherrscht. In der Welt der seriösen Klassik wäre er ein sogenannter Countertenor. Eine besondere Falsettkultur blüht in Pakistan, von wo einige der besten Kopfstimmensänger der Welt kommen, wie etwa der berühmte Qawwali-Sänger Nusrat Fateh Ali Khan. Seinen weiblichen Counterpart, Abida Parveen, habe ich schon vor langem in diesem Video vorgestellt. Zur Faszination der Stimmbandakrobatik kommt aber bei Trappe la Vérité noch eine kunstvoll fein ausgewogene Instrumentierung, die mit ihren subtilen Mischungen verschiedener Instrumente Effekte hervorzaubert, welche die vermutlich jemenitische Melodie zu einem akustischen Erlebnis macht, das den Hörer unmittelbar in eine orientalische Märchenwelt entführt. Das tönt nicht wie in einer normalen westlichen Band, da verschmelzen die Charakteristika von Violine und Cello und die der Bläsergruppe, aus Querflöte, Trompete und Zugposaune bestehend, zu fremdartig schillenden Harmonien, oft nur für Sekunden. Die üblichen Kombinationen und Regeln gelten hier nicht, und die Percussion führt kein Eigenleben, sie fügt sich dezent in die Komposition ein. Wenn sie die Melodie anspricht, aber nicht der Stil, dann ist vielleicht die Version von Khayyam besser geeignet. Sie hat nicht den Knack und den Biss der Yemen-Version, aber diese romantisierte Bearbeitung hat andere Vorzüge. Khayyam ist übrigens der Künstlername des Geschwisterpaars Kim und Mike Rouse, das im Dreieck England, Deutschland und Israel lebt und musiziert. Hören Sie die Coverversion der beiden auf YouTube, auf Spotify oder wo auch immer Sie abonniert sind. 2023 erschien übrigens ihre CD Omens. Jetzt brauchen wir noch einen gewaltigen Paukenschlag für den Schluss. Und dafür habe ich Brent Lewis mit Dinner at the Sugar Bush von der CD Drumsex für Sie ausgewählt. Wenn Sie ihn schon kennen, wissen Sie, dass bei ihm der sprichwörtliche Paukenschlag auf etwa 20 Bongos aufgeteilt ist, was die Sache natürlich weitaus hörenswerter macht. Als ich ihn zum ersten Mal hörte, fragte ich mich spontan, warum mir gerade dieses Stück so unglaublich viel Spaß machte, während ich sonst
obwohl ich Drumming und Percussion eigentlich gerne mag, meistens nach kurzer Zeit wegen einer gewissen Langeweile doch wieder wegklicke. Die Erklärung ist einfach. Brent Lewis ist kein normaler Drummer, er ist einer der wenigen Meister der Melodic Drums. Er spielt also nicht nur Rhythmus, sondern gleichzeitig Melodien, indem er bis zu 2 Dutzend Tablas mit verschiedenen Stimmungen benutzt. Man kann das Ganze auch auf die Spitze treiben, wie die Herren hier, aber darum geht es mir im Moment nicht. In der Sparte Techno-Beat ist so ein Effekt nichts Besonderes, weil man hier mit entsprechenden Programmen arbeitet und jeden beliebigen Sound synthetisch produzieren kann. Aber das ist mir zu seelenlos und interessiert mich nicht im geringsten. Brent Lewis, geboren in Kalifornien, hat weltweit und vor allem in Afrika, insbesondere bei dem ghanesischen Drummer Kwasi Badu, Tribal Music, also echte Stammesmusik, studiert und für sich umgesetzt. Zu seinem Können kommt deshalb auch noch das packende Element afrikanischer Urtümlichkeit hinzu. Er spielte in seinen Glanzzeiten übrigens mit Stars wie Smokey Robinson, Grateful Dead und Joe Cocker. Heute ist sein Ruhm verblasst, aber seine Drumsex-Alben Nummer 1 von 2004 und Nummer 2 von 2014 sind ein großartiges Vermächtnis. Seine Diskografie umfasst etwa 20 Veröffentlichungen, die erste stammt von 1983. Aber zum Einstieg in seine Welt lade ich Sie ein zu einem Dinner at the Sugar Bush. Hoffentlich war unter den 3 Stücken wenigstens eins, das Ihnen gefällt. Nächstes Mal ist die Auswahl wieder größer. Tschüss.